Hallo zusammen, seid ihr auf der Suche nach einem Vollkorn-Sauerteigbrot? Dann wird euch dieses Video gefallen. Ihr nehmt aus dem Kühlschrank euren Grundansatz Sauerteig. Wir haben unseren Grundansatz Sauerteig aus einem Biogeschäft in unserer Nähe. Für unsere 2 Brote nehmen wir 100 Gramm Sauerteig und achtet darauf, dass ihr euren Vorteig in eine etwas höhere oder größere Schüssel gebt, denn dieser braucht jede Menge Platz zum Aufgehen. Sollten eure Zutaten um 1-2 Gramm abweichen, ist das überhaupt kein Problem. Unser Grundansatz Sauerteig kommt jetzt zur Seite, denn dieser gehört zum Schluss noch gefüttert. Als nächsten Schritt benötigt ihr Wasser. Und achtet darauf, dass das Wasser zwischen 34 und 36 Grad hat. Das geben wir dann dazu in die Schüssel. Die 140 Gramm Wasser werden jetzt verrührt. Und als nächste Zutat geben wir 140 Gramm Vollkornroggenmehl dazu. Achtet darauf, dass die 3 Zutaten richtig gut miteinander vermischt sind. Ist euer Sauerteig jetzt gut vermengt und genauso fest wie in unserem Video, dann hat er jetzt Zeit, 8 bis 9 Stunden bei Raumtemperatur zu rasten. Für unseren Hauptteig benötigt ihr eine Küchenmaschine, (720 Gramm) lauwarmes Wasser. Achtet bei dem Hauptteig wieder darauf, dass die Temperatur des Wassers wieder zwischen 34 und 26 Grad hat. Als nächste Zutat 20 Gramm Salz, 60 Gramm Sonnenblumenkerne und dann die trockenen Zutaten wie 500 Gramm Roggenvollkornmehl, und 500 Gramm Dinkelvollkornmehl. Bei unseren Zutaten achten wir auch immer darauf, dass so gut wie möglich alles Bio ist. Zum Schluss kommt noch die wichtigste Zutat und das ist unser Sauerteig vom Vorteig. Da mache ich dann ein kleines Grüppchen und gebe 280 Gramm dazu. Der Brotteig ist von Anfang bis zum Schluss eine sehr klebrige Angelegenheit, aber dafür bleibt das Brot tagelang saftig. Unseren beiden Kindern ist die Umstellung von Weizen auf Vollkornmehl überhaupt nicht schwer gefallen. Man sucht leider in einem Supermarkt vergeblich nach einem Vollkorn-Sauerteigbrot. Damit ihr immer genügend Vollkornbrot zu Hause habt, müsst ihr euren Sauerteigansatz immer brav füttern. Dazu gibt es von uns aber zum Schluss noch ein extra Video, das wir euch einblenden. Jetzt sind alle Zutaten in der Schüssel und der Teig kann jetzt geknetet werden. Aber achtet darauf, ihn nicht zu lange zu kneten. Nur so lange, bis alle Zutaten gut vermengt sind.
Habt ihr eine große Germschüssel, dann ist die perfekt für euer Brot. Achtet bei eurer Germschüssel darauf, dass sie wieder etwas größer ist, denn euer Teig braucht wieder ziemlich viel Platz zum Aufgehen. Die Schüssel wird wieder luftdicht verschlossen und bei Zimmertemperatur 7 bis 8 Stunden stehen gelassen. Nach 7 bis 8 Stunden ist unser Teig endlich fertig. Für unsere 2 Brote nehme ich eine Kastenform und habe diese mit Backpapier ausgelegt. Alle Backutensilien, die ich verwendet habe, wo noch Teig dran klebt, werden sofort in warmes Wasser eingeweicht, so lässt sich alles mühelos abwaschen. Eine Stunde müssen unsere 2 Brote noch rasten, bis sie dann in den Ofen können. Damit euer Brot schön saftig ist, müsst ihr es mit viel Dampf backen. Wir haben von Miele ein Backrohr mit automatischem Dampfeinzug. Alternativ geht aber auch eine Schüssel mit Wasser zusätzlich ins Backrohr zu stellen. Jetzt kann unser Brot bei 210 Grad für 42 Minuten ins Backrohr. Endlich fertig. Gebt das Brot dann anschließend gleich aus der Backform, damit es gut auskühlen kann. Wie vorhin schon erwähnt, müsst ihr euren Sauerteig regelmäßig füttern. Und hierzu findet ihr ein Video oben in der Ecke. Sollte euch dieses Video gefallen haben, dann würden wir uns über ein Like freuen und abonniert gerne unseren Kanal.